Ich bin fast täglich eingeschlafen, obwohl ich es gar nicht wollte. Es ist Lea auf den ersten Blick nicht anzusehen, doch die 23-Jährige leidet unter Narkolepsie, einer Krankheit, bei der Wach- und Schlafrhythmus gestört sind. In Deutschland leiden darunter schätzungsweise 40.000 Menschen. Die Dunkelziffer ist hoch, der Leidensdruck groß. 2017, 2018 rum, da war ich in der Realschule, habe meinen Realschulabschluss nachgeholt. Und da habe ich halt zunehmend im Unterricht gemerkt, dass ich müde werde, dass ich dann noch eingeschlafen bin während des Unterrichts. Es war mir unangenehm, dann wach gemacht werden zu müssen. Und dann haben natürlich alle auf einen geguckt und ich habe mich dann ein wenig geschämt. Aktuelle Videos auf Social Media zeigen eindrücklich, Menschen mit dieser Störung werden plötzlich von Schlafattacken heimgesucht, oft in den unpassendsten Momenten. Auch früher hat es Narkoleptiker gegeben, berühmte, wie den Filmemacher Alfred Hitchcock. Er nickte auf dem Regiestuhl ein. Und Kaiser Napoleon, ihn soll der Schlaf sogar auf seinem Pferd erwischt haben. Dass das tatsächlich passieren kann, einfach umzukippen, zeigt dieses Video vom Bowling auf anschauliche Weise. Schlafattacken sind letztlich Attacken, die dazu führen, dass Patienten sich nicht dagegen wehren können, in den Schlaf zu fallen. Also es ist ein Schlafen, keine Bewusstlosigkeit im eigentlichen Sinne. Der Neurologe weiß, viele deuten die Anzeichen nicht richtig oder spielen sie herunter. So war es auch lange Zeit bei seiner Patientin Lea Haltenhof. Mein Vater war es eigentlich gewohnt. Meine Mutter war genauso, die ist auch immer schnell eingeschlafen. Ich bin schnell eingeschlafen und er kannte es nicht anders. Der hat immer so leichte Witze darüber gemacht. Da ist die Schlafmütze wieder wach geworden. Heute zum Arzttermin in der Hefata-Diakonie in Schwalmstadt wird Lea von ihrer Freundin Eileen begleitet. Die jungen Frauen kennen sich seit der Realschule. Wenn sie lacht, dann rutscht sie immer so vom Sitz und rutscht ein bisschen unter den Tisch und dann muss sie sich wieder aufrichten und so so merkt man das dann eben, ja. Ich habe dann keine Kontrolle über das, was ich tue. Meine Beine werden weich wie Wackelpudding gefühlt und dann einfach unter den Tisch. Einfach weg. In der Fachklinik für Neurologie wollen wir wissen, was steckt ursächlich dahinter? Ist Narkolepsie auch genetisch bedingt und was spielt sich im Gehirn ab? Die Genetik spielt eine Rolle, ist nicht alleine verantwortlich für das Auftreten der Narkolepsie. Es sind aber für das Auslösen der Erkrankung weitere Faktoren notwendig, sogenannte Umweltfaktoren. Man nimmt außerdem auch Autoimmunprozesse an. Die kausale Ursache ist ein Zugrundegehen von Nervenzellen, die den Botenstoff Hypokretin ausschütten und dadurch die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus steuern. Und es kommt eben durch Fehlen des Hypokretins dazu, dass diese Steuerung nicht mehr richtig funktioniert. Vom Hausarzt übers Schlaflabor in der Hefata-Klinik. Für Lea, die mittlerweile Erzieherin ist, war es ein langer Weg bis zur Diagnose Narkolepsie. Heute werden ihre Hirnströme gemessen. Ganz häufig tritt die Erkrankung im jugendlichen Alter auf, Kindesalter schon. Auf der einen Seite beklagen die Patienten natürlich diese exzessive Tagesschläfrigkeit, die sie in ihrem Alltag einschränkt. Auf der anderen Seite aber eben auch dieses Unverständnis von der Umwelt, dass das letztlich eine Erkrankung ist, die behandelt werden muss. Die Medikamente, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die können leider nur die Symptome lindern, die Beschwerden, die die Patienten haben, aber leider nicht die Krankheit heilen. Selbst mit den besten Präparaten ist es für Lea in der Regel nicht möglich, den ganzen Tag wach zu bleiben. Nach der Arbeit brauche ich dann mal eine halbe Stunde Nickerchen und dann geht's wieder und dann bin ich wieder wach. Kleine Schlafpausen, um mit ihrer unheilbaren Krankheit selbstbestimmt zu leben. Ich denke mir, es ist wie es ist. Ändern kann ich es nicht, ich mache das Beste draus. Es ist kein Lebensende, es ist nichts, womit man nicht leben kann. Es geht einfach weiter. Eine sehr bewundernswerte Einstellung von ihr. Und bei uns ist dazu der Schlafpsychologe Werner Kassel vom Schlafmedizinischen Zentrum des Uniklinikums Kassel. Hallo. Marburg. Hallo, Herr Kassel. Hallo. Der klassische Versprecher, der immer mal wieder bei Ihnen passiert. Ja, genau, kenn ich. Ich fange damit an.
Wer sich ständig müde fühlt, der könnte ja auch denken, naja, muss ich halt ein bisschen mehr schlafen und würde vielleicht gar nicht an so eine Krankheit denken. Aber wann muss man denn an so eine Krankheit denken? Also wenn man das probiert hat mit dem viel Schlafen und das nichts genützt hat, ist das schon mal ein Punkt. Ansonsten ist die Schläfrigkeit bei der Narkolepsie sehr, sehr stark. Viel stärker als das, was wir, die meisten von uns, so im Alltag kennen. Und wenn es so stark ist und lange anhält, dann ist es ein richtiges Problem und dann sollte man eher Hilfe suchen. Welche Symptome sind noch typisch, außer diese Schläfrigkeit? Also bei der klassischen Narkolepsie Typ 1, die wir gerade gesehen haben, da ist es so, dass komische Dinge rund um den Traum auftreten. Die Patienten schlafen ein, träumen sehr intensiv und haben sofort das Gefühl zu träumen. Oder die wachen morgens auf und eine Gestalt aus ihrem Traum ist im Schlafzimmer. Die Wirklichkeit und der Traum mischen sich, eine richtige Halluzination. Und dann kann es passieren, dass sie morgens im Bett liegen, wach werden und sich nicht bewegen können. Das macht extrem viel Angst. Die sind hellwach und können sich nicht bewegen. Und das hat was damit zu tun, dass wir, wenn wir träumen, alle gelähmt sind. Jeder von uns, Sie, ich. Und bei denen geht dann die Lähmung praktisch weiter. Und dann gibt es auch noch diese, was wir auch gerade im Video gesehen haben, diese Momente, wo wirklich was erschlafft, ne? Ja, es gibt die Momente, wo mitten aus der Wachheit raus, meist bei einer emotionalen Erregung, selten bei Ärger, häufiger wie hier bei Freude, bei freudiger Erregung, verliert man plötzlich die Kontrolle über die Muskulatur. Das kann den ganzen Körper betreffen, das kann auch nur Teile des Körpers betreffen. Aber was man nicht verwechseln darf, die schlafen da nicht, die haben nur die Kontrolle über den Körper verloren. Die sind sogar oft hellwach. Und das nennt man eine Kataplexie. Klingt schon so ein bisschen nach Anfall, so wie Epilepsie, ist aber was anderes. Und von dieser Erkrankung gibt es eine mildere, etwas mildere und eine stärkere Form. Wie unterscheiden die sich? Richtig, das kann man so sagen. Es gibt eine Narkolepsie Typ 1. Da passieren diese Anfälle am Tage, da fallen die richtig hin. Und dann gibt es die Narkolepsie Typ 2, da passiert das nicht. Und bei der Narkolepsie Typ 1 fehlt dieses Hormon im Beitrag Hypokretin genannt, es wird auch oft Orexin genannt. Das fehlt völlig und bei der Narkolepsie Typ 2 ist es oft noch einigermaßen im Normalbereich, aber oft auch niedrig. Leider bringt es nichts, dieses Hormon irgendwie oral einzunehmen oder sich spritzen zu lassen, weil das nicht im Gehirn ankommt, ne? Richtig, genau. Wir haben eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die sorgt dafür, dass nicht alles, was in unserem Blut zirkuliert, auch ins Gehirn kommt. Und leider, vielleicht aber auch zum Glück, wird das Orexin von außen blockiert, weil sonst könnte Orexin, was wir im Darm produziert haben, uns vielleicht plötzlich hellwach machen oder so. Das wollen wir auch nicht immer. Aber die Wissenschaft arbeitet daran, zu versuchen, diese Substanz ins Hirn zu bringen. Und dann wären wir an einer Therapie dran, die schon fast nah an der Heilung wäre. Im Moment gibt es aber andere Medikamente. Richtig. Wie wirken die oder wie gut? Die wirken oft ziemlich gut. Es gibt aber keine Erfolgsgarantie, ermöglichen aber oft ein richtig normales Leben. Und die greifen sozusagen hinter dem Orexin ein. Das Orexin ist wie so ein Lautstärkeregler für die Wachheit. Ist bei gesunden Menschen jetzt ziemlich hoch, damit wir noch wach bleiben können. Würde abends um 9 wieder runterfallen. Da können wir nicht angreifen, aber wir greifen dahinter ein. Wir greifen ein bei der Schiene Adrenalin. Wir greifen ein bisschen bei der Schiene Histamin. Das ist ein Hormon, das uns wach macht. Wir greifen auch ein bisschen ein bei Serotonin. Und manche Mittel wirken durchaus ein bisschen wie Kaffee. Stehen dann auf der Dopingliste. Ich wollte gerade sagen, klingt alles so ein bisschen wie Doping. Ja, ist auch Doping, Ja. aber ermöglicht den Betroffenen oft ein sehr normales und annähernd normales Leben, sodass man diese schwere Erkrankung von außen oft kaum noch bemerkt. Das ist gut zu hören. Gleichzeitig geht es ja auch um das Umfeld der Betroffenen, also die Menschen, die ihnen nahe sind, aber auch der Arbeitgeber zum Beispiel. Was können die tun, damit das Umfeld eben zu dieser Krankheit passt? Also idealerweise wäre es so, dass man den Betroffenen eben Möglichkeiten für sogenannte Powernaps gibt. Wenn man als Narkolepsie-Patient kurz schläft, ist man oft danach völlig normal erholt. Es hält halt nur eine Stunde oder 2 an. Nicht wie bei uns, die wir teilweise 16 Stunden hellwach bleiben können. Und wenn jemand mit Narkolepsie zum Beispiel nicht 8 Stunden an der Arbeit bleibt, sondern 9 Stunden und in der zusätzlichen Stunde daraus 3 20 Minuten Schlafpausen strategisch über den Tag verteilt machen würde, dann wäre das super gut. Dann bräuchten wir wahrscheinlich weniger Medikamente und er würde sehr gut funktionieren.
Und wie kann man vielleicht dafür sorgen, diese Erkrankung gar nicht erst zu bekommen, obwohl sie jemand in der Familie schon hatte? Das ist relativ schwierig. Es gibt diese genetische Disposition, die das Risiko für die Narkolepsie erhöht. Und dann gibt es den Punkt, dass es oft nach einer schweren Infektionskrankheit auftritt, dass dann diese Orexin-produzierten Zellen vom eigenen Immunsystem vernichtet werden. Deswegen gibt es nicht so einen einfachen Ratschlag. Wenn man in der Familie Narkolepsiefälle hat, dann würde ich zum Beispiel in der Hauptgrippesaison tatsächlich, so wie den Corona-Zeiten, in der Öffentlichkeit mit einer Maske rumlaufen, um einfach mein Risiko für eine schwere Infektion, die mein Immunsystem so anregt, dass es dann vielleicht was falsch macht, zu reduzieren. Sagt der Schlafpsychologe Werner Kassel. Dankeschön für Ihren Besuch hier im Studio. Gerne. Also Narkolepsie ist nicht heilbar, aber mit Medikamenten lassen sich die Symptome lindern. Und zusätzlich ist es wichtig, dass das Umfeld den Betroffenen Pausen zum Schlafen einräumt.